Good morning. Glad to be here again. Looking at the church family, it's always a blessing to be in a church circle. We just sang the song, the last song what we sang, it was encouragement to me. And the last phrase what we sang there, it was, while we own the mystery. We own the mystery. That got my attention, and I looked further up, and it says, as undivided God, we claim thee, and adoring bend the knee. Adoring bend our knees to the Father. That's an afraid to me, when we Leute singen dann, und mir dann auf einmal Versen so dort angreifen, dann auf einmal an jeder Leute viel tiefer. Und es ist nicht bloß das scheine Gesang, was wir hier haben hören, das sei ja viel wert, das sei ja gut, aber auf einmal dann riet an uns was ab. Und was habe ich gesagt an mein Singen? Was habe ich gesungen? Was habe ich mir angegeben? Das ist sehr viel wert. So dass ich alle weten dat ich habe versucht, allein den Kolosserbrief zu predigen. Und von der will ich den letzten Part, 4. Kapitel, 3. Kapitel, letzte Part, und 4. Kapitel, das wird vielleicht nicht sehr viel Bemerkungen geben, aber wir wollen sagen, was wir lernen können. Ich kijk den Rahmen für was ist Kolosserbrief, wer hat den geschrieben, wer ist der Kolossische Kirche. Und ich fängt an ja verschiedene Antworten oder verschiedene Fragen, was beantwortet worden durch dort. Und so, wenn uns mal hastig gefragt wird, wer ist der, was die Kolossische Kirche hat angefangen? Who is the founder of the Colossian Church? Haben wir den Namen dafür? Well, ich habe nicht bald nu, aber nu glaube ich habe ich. Und das ist Epaphras. Und er ist einer von der Kirche von Ephesus. Er sagt, the church at Kolosser was founded by Epaphras, a disciple of Paul from Ephesus. So that's hij heeft de kerk in de Kolossische gegend angefangen. Wat is de main theme voor het Kolossische boek? Ik wil kort eens lezen van dort. Sagt het, the main theme of Colossians is to provide the early Christians with substantial evidence of Jesus' divinity. Paul seems to have constructed these letters because the people there were deviating. They fang on to tvivlen. So from the concept that Jesus was the Son of God and not merely a man. So there is something weighing Paul wat du kent dat hij dessen brief schrijven wil. Er zijn dingen wat de feegoen weer. Excuse me. En hij zegt neurig de kerk op verschillende dingen denken te houden. En wo wir uns von der wel een beetje aanloten. Laatste Mal, das 2003, dan had ik de 3 dingen wo ik opnaamde, wie dat our mind, our body and our attitude. Dat we in chapter 3, verse 1 through 18, or through 17. En Bibel, die Everschriften, die sind vielleicht anderweitig genannt. Aber wenn wir uns dann anloten, das erste Ding ist, wo es uns Mind. Und der zweite Part, wo es uns Body, mit verschiedenen Dingen, die mit Sinn verwickelt können sein und wo wir sollen aufleihen. Und dann der dritte Part, das von Vers 12 durch 17, das können wir unsere Attitude prüfen. Und von der an war wir von Vers 18 wieder. Und es sind auch drei Sätze, was das ist. Und das erste ist our actions, love for outsiders and love for believers. Das sind drei Dinge. En 3 Aufschnitten aufgeteilt. Und der erste Part ist our actions. Und dann, und du fängst sehr gleich an, wenn wir
Tim det ganz top gehen, wo das sehr feinsam von Vers 12 wurde anfangen an, dass es dort immer gehen, wo wir haben viermal, but von Vers 12 bis 17, und von der wir haben in Vers 18 anfangen, in Chapter 3. Und was sind unsere Action in ons christelijke leven? Wat is wat ons bewegt in ons geloofsleben? En hij zegt, het eerste, vroeger ziet je mannen en je doen, zoals ik dat im Herrn gehiert. So, wenn wir bloß an das Schrift Vers denken, dat hiert sich, das soll sein, naja, dan wat je dat wel zo zijn, dan moet we dat dan nu doen, en dan is het voor. Jaren 3 vertelde me mal ein man, wat ik had in Salzkammertjan geleerd, aber somebody wat het weer schwer war, or something, die zei dat een man wie in Duitsland een pastor was, en voor jaren een grote kerk geleid. En een zondag dan, niet een zondag, een meeting, dan vraagde de vroeger man, wo eind dat tijd krijg ik zo'n Vers dit. En dan stond de ganze rij op en zeiden, oh, dat is manchmal zo annoying, oder whatever die wird sein, ich kann das meist nicht topvoeten, dat zij immer sollen je doen zijn. Steht eine ältere Tante ab und sagt, es ist so glücklich, dass das so ist. Das ist so froh, dass sie das kann tun. Und so, das ist, was wir brauchen, dass Ältere uns ermutigen tun. Und hier sagt es, wir tun sein, und wir wissen, dass Männer sind manchmal fehlerhafte Männer, und das kann manchmal schwer sein, die nicht bloß sagen, ja, das ist das, was wir tun. Aber das ist, was Paulus hier abgeschrieben hat. Was het braucht, um ein glückliches Leben zu leben. Wir hatten in der ersten Message all von Kinder abtragen. Und wenn die Kinder das beklein gelehrt wird und ihr tun sind, dann ist das so viel leichter. Eine karte Geschichte, wie Ernst Matterson seine Geschichten gleich manchmal noch, weil vertelt von einer Gruppe Männer, die nicht sehr fein leben tun. Und setzen wir Topen trinken durch und haben alle Sorten Ferien, das wird laut nachtigen. Und sagt fangen sie an zu reden über ihre Frühes, weil die Tüß sind und was immer fangen an, das wird wild über dort. Und der ein Mann ist bloß still. Und dann einmal am Morgen sagt er, woher die bestellt was? Na du sag du doch mal was ihr dir tust, von den Hüschens angetrunken oder was immer. Dann sagt er, ich kann nicht sein. Ich weiß, dass wenn ich nu in dieser Zeit, wenn ich Hüsch komme, meine Frau sagen, dass ich mir einen Kaffee reinmerken, oder einen Ungas reinmerken, das klappt 2 nach, die würden abstehen, die würden ein Smile im Gesicht haben und würden mir den Kaffee reinmerken. Oh, so darf das nicht sein, die andere alle. Weil dann wird gewartet, dann wird klappt 2 nach mal in die Tante gegangen und dann eine ganze Gruppe, ich glaube 5 Männer, alle gut angetrunken. Und dann wird mal gesagt, wo diese frühe Glauben lebendig wird. Und dann geht nicht lang, dann klingelt der Kaffeekettel und geht nicht lang, dann ist der Kaffee am Naschen mit einem Smile im Gesicht, bringt sie diese raffe Männer durch den Kaffee. Und alle wird still, das ist kein Gelach mehr, nicht mehr da. Und dann auf einmal fragt einer von denen, wo kann sie dort? Und dann hat sie die Gelegenheit, diese Männer, dann ist es hart aufgegangen. Smile hat das hart aufgemerkt. Und so, dann sagt sie kommen mit Video die Lane kicken, was sie fährt, aber sie will alles tun, was sie kann, dat die Männer das nicht so gut haben, als möglich ist, nur her, je habt das kein gutes Leben. Und so, hier sagt Paulus, dass die frühere Abgabe der Männer um ihr tun zu sein, und wir diese früh wir nicht tun, dass sie das um ihr tun, wie was die Männer deuten, aber sie wir um ihr tun, in den sein, was der Herr will, und das war das letzte Part vom Vers, sagen, dass sie so aus sich dort am Herrn gehiert. Und ihr tun sein, nicht bloß, wie dort das meine Abgabe, nicht bloß, Pneumatik war, aber das heißt, so sich dort am Herrn gehieren. Und dort bringt Frucht. Dort hat Menschen ihre Horten ändern, wann sie unser Leben für Jesus sein können.
Und das sei so aus sich dort am Herrn gehören dat. Nicht bloß ernsthaft, das wir gesagt, aber das ist so sich dort am Herrn gehören dat. Und dann der zweite Verse, Vers 19, sagt es in Jemana, sieht jene frühes Gold, sieht leichttulich und nicht hart an. Viele von uns Männer waren, ich soll das nicht so still sein, ich las eine Geschichte von einem Schreiber in der Schrift, es steht dort, viele Männer kann besser, wenn fortig sich komisch benimmt, als wenn was zu tun soll und dann, als wenn die Frau sich nicht mit sich selbst kontrollieren kann oder was immer. Und so das ist something, was nicht reich mit angegangen worden ist. Wenn wir besser wissen, was das fertig schut ist, was unsere Früh schut, dann ist es aber irgendwo hingestellt geblieben. Und das sage ich, Jemana, sieht jene frühes Gold, sieht leichttulich und nicht hart an. 1. Petrus 3, Vers 7 sagt, wenn wir hart sind zu unsere Frühes, dann sagt es, dass unsere Gebete, die kommen nicht bei dem Himmel, dass das unsere Gebete verhindern. Wir können nicht in gebetsvolles Leben leben, wenn wir hart sind. Und dann der dritte Punkt, in Vers 20, sagt es, Kinder, gehorcht an alles jene Eltern. Und dort gefällt den Herrn. Gehorcht an alles jene Eltern. So, das kommt darauf an, dass wir sind auf einmal 14 Jahre geworden, oder 16 Jahre geworden, nu weit wieder huckel wird. Und das sagt hier aber, Kinder, gehorcht an alles jene Eltern. Wenn das sagt an alles, dann ich glaube ganz rein, dass wir können, wenn je irgendwas haben und je nicht gleich weiten wollen, nur meint horchen, du jetzt über zu reden, du jetzt die Ursache zu fragen. Und vielmals können die Eltern all sein, wo das hinführen, und die Kinder können bloß die Situation von hier gerade nur sein. Und hier sagt Paulus zu der Kolossischen Kirche, wenn die wollen ein glückliches Leben haben und die wollen ein christliches Leben haben, christliche Familie sein, dann sind diese Dinge in Ordnung, was die machen tun, die machen den, was ihr lebt. Aber wir können den, was leben, damit wir ein glückliches Leben leben. Und dann der nächste, in Vers 21, sagt es, je Futter vereuert und verbessert jene Kinder nicht, dass sie nicht schüchtern und mutlos waren. So, das ist eine andere Abgabe, wo wir kennen als Futter. Erst seht es ans Mana, zu der Früh gegenüber, und nun sagt es, der Futter zu der Kinder gegenüber. Das ist eine Abgabe, wo wir nur können checken, wo wir können einen Unterschied merken für die Familie. Wo wir können einen Unterschied haben, was eine göttliche Familie ist, oder was eine Familie ist, wo ein Futter nicht du ist oder nicht reich handeln wird. Und so, wir haben diese Gelegenheit. Wenn wir gucken da nach uns, wir sind so froh für die Gelegenheit, die wir hier haben und können als Familienstop leben. Wir können als Familienstop nicht kommen, das jetzt anscheinend. Wir freuen uns total, dass Gott seine Gnade, wo wir dort können. Und so, das erste ist vereuren, verbessern, nicht schüchtern werden, oder mutlos werden. So viele Dinge, die zu uns vorher anschieren wird. Und ich weiß nicht, woran Paulus das zu der Kolossischen Kirche geschrieben hat, aber wenn sie anfangen zu zweifeln, wer Jesus ist, dann das sind Dinge, die Evidenz sind, wenn wir das so leben, dann das ist Jesus uns und das segnen wird. Wenn wir diese Dinge nicht tun, wir als Führer nicht tun sagen, wir nicht abpassen tun, dann haben wir für 20 Jahre einen Mann in der Kirche gesessen, der sich mit seinem Leben nicht ruht weit, und ich oder du als ein Führer, wir sind schuldig, dass der Mann sich nicht ruht weit, oder der Früh, der nicht reichkommt in ihr Leben. Und es ist sehr wichtig, und das ist gleich, wo wir in Paulus abhalten, der check mal, was ein Reich, das christliche Leben ist. Das sind Bedingungen, die das Reich schaffen kann. Wenn die nicht ausgeführt werden, dann schafft das nicht reich. Und dann in Vers 22, dann geht eine Arbeiter. Und viele von hier in dieser Stuhl sind Arbeiter. Wir schaffen nicht,
en verdien ans brood. En dat zegt het, wat onze opgave is, zegt het, Arbeiter, gehorcht je wetslied en alle zaken. Waar hebben we het woord en alle zaken. Wat in wet zijn wet zijn. Wat zijn rol zijn voor de arbeid wat hij ons aangenomen heeft. Gehorcht je wetslied en alle zaken en niet maar dan, wanneer ze juist zijn. Om aan te gevolgen. Gehorcht met een oprecht hart en een goddesvrucht. Met een oprecht hart en een goddesvrucht. Dat is wat we onze arbeid zullen doen. Dat zal ons een doen zijn, wanneer de wet hier aanstaat en de weggevoerd is. Dat merkt geen onderscheid waar we de arbeid doen. En duidelijk kan we een zeer fijne Beispiel zijn aan Jozef. Hij werd verkauft. Dat we niet plus een arbeider, hij weer dem een Sklav. Aber we kunnen zeggen waar hij de arbeid doet. De wet, de Geschichte wil ik nu niet lezen, aber Potiphar, de kon je loten wegvoeren, hij wist, en je Jozef weer zijn huis safe. Dat weer zijn arbeid, de arbeid wat Jozef deed, die weer safe, de wet kon ganz geloten zijn. Dat wordt schaffen. Dat wordt schaffen. En we vingen nog meer, dat zegt dat God zegen Potiphar zijn huis voor de arbeid wat Jozef deed. En dat is de soort van arbeider wat we kennen zijn. En Paulus versucht aan te sporen te de Kolosser kerk, de mannen zullen doen zijn, wo ze schaffen doen, dat ze worden de arbeid ze doen, is de wet dat wel gaan. En dan in vers 23 zegt het, alles wat je doet, dat doet van harten, gieren als voor God en niet voor mensen. Dat zal van harten zijn en niet voor mensen. Mij bouwt dat veelmaals van, wanneer ik vrijdag essen en de arbeider een anderen zich zo zeggen, oh, vandaag is vrijdag, nu springt ze maar waar aan je arbeidswerk daar. Ik luister nog niet met Arai. Maar wat is de attitude dahinter? Wat merken we van dat? Hier zegt het dat we de arbeid zullen van harten doen für Gott, nicht für Menschen. Vers 24. Je weten dat je vom Herrn aufgetreten worden, je dein den Herrn Christus. So hij vangt het hier aan te verbinden met dat wat ons ziel is. En andere weer. Met dat wat we krijgen worden, nu dit leven. De arbeid wat we doen, hij vangt aan te zeggen, we krijgen een afgoed, wanneer we deze arbeid recht doen, ze doen als voor God en niet voor mensen. Wanneer we dit voor ons doen, dan wordt het afgoed ook doen zijn. En we alle willen een dag aan zijn Himmel waar treffen. Dat is ons ziel, dat is ons verlangen. En zo er zijn ordnungen bij hem leven biedt, dat het schijn gaan kan. En wanneer de ordnungen niet gevolgd worden, dan is het het vertrouwen weg, dan is het schwander te weten wat mijn nächste opgave is, wanneer niet vertrouwen is. Vers 25 zegt het, wer Arecht deed, wordt voor zijn Arecht teruggetrokken krijgen en door wat China vergetrokken worden. Wat immer Arecht is, zegt het, door we teruggetrokken krijgen. En dan in chapter 4 verse 1 zegt het, je wetslied, ziet je reich en wo zich dat je hiet te jene knaas. En denk daran, je hebben in Himmel ook einen Herrn. So hier heeft nu de ganze rij opgenomen, heeft glaube ich China uitgeloten, om een christelijke familie gaan, om in een arbeids- en een wirtschaftliche community te leven, heeft voor allem bedingungen gezet waar het zal schaffen. En nu terugblikken dan naar de verses 12 tot 17, wat is onze attitude aan dit alles? Da merkt je een groot onderscheid wat onze attitude is en deze arbeid wat we als voeders, mamas, kinderen doen. Wanneer kinderen gehoorzaam zijn, dan kan de ouderen geloten zijn. We hebben de kinderen dat gezegd en dan schaft het daar. Kinderen wonderen wat passiert. Dat is klaar, dat is de hartje wat gezegd is. De voeders zijn opmerkzaam, dan de kinderen niet verouderen, niet verbeteren. Want deze dingen dus zijn, dat is plus een geloten leven. Wanneer niet gehoorzaam is, wanneer niet opgepast wordt, wanneer de kinderen niet gehorchen, niet de voeders
die Männer, die frühest nicht gut sind, die früheste Männer nicht ungetun sind, dann fängt alles an wild daran, dann fängt alles an sich zu fallen und keiner weiß, was wurde es. Paulus schrift hier zu der Kolossische Kirche, diese Dinge, diese Sachen in Order tun, dann kann jeder einer mit Frieden Christus dein, auch geloten den dein. Der wird nicht angeholt sein, angespannt sein, was das nächste wird sein. Und dann, das nächste geht eben nur Gebete. In der zweiten Vers, in 4. Kapitel. Da sagt er, hold on mit Beten. Ich habe die Ordnungen gesagt, was soll getan sein, aber dann sagt er, hold on mit Beten. Seid aufmerksam und dankbar. Seid aufmerksam und dankbar. Nicht bloß beten, aber seid aufmerksam und dankbar. Wir alle können dankbar sein. Da wir hier in dieser Umgebung wohnen, oder wir hier leben, wir können dankbar sein. Und so vielmals sei wir dann aber noch die negativen Dinge, was dran uns sind, was uns Fleisch jankert, noch besser zu haben. Und dann fangen wir an zu nehmen, wo fährt zu beten. Seid ihr bet auch für uns, und hier denkt Paulus an, er ist im Gefängnis, er wird gleich noch mehr Dinge zu beschäftigen, aber er ist fast. Und er sagt, bet auch für uns, dass Gott noch eine Deel merken für sein Wort. Er sagt nicht, bet für mich, dass ich im Gefängnis raus kann, weil er sagt, bet, dass er eine Deel aufgehen für das Wort Gottes. Und dass wir das Geheimnis von der Radung durch Christus predigen können. Dort ist, wo wir ihn ansetzen da. Ich sage an, wenn ich das Wort Gottes gepredigt habe. Aber ich sage nicht beleidigt werden. Ich wünsche, dass wir alle können beten, dass Gott sein Wort wird wiedergebracht werden, dass es nicht bloß wird für uns geblieben. Paulus, hat sich sicher sein Leben wie für andere Menschen, und wie er angestoppt, hat wir fast, er kann nicht gehen und Menschen anreden, dass er was du hört. Und er fragt hier, und er sagt nicht, dass du für ihr beten soll, aber er sagt, dass das Wort Gottes. Und andere wird, er denkt an, dass es noch mehr Menschen, die diese Arbeit tun, man eigentlich nicht kriegen kann. Aber dass Gott wird ein Wach mehr an der Person, dass dort was passiert. Und wenn wir nur Gott sehen wollen leben, dann sind diese Dinge, die ich hier abnehmen, die sind wichtig, dass die auch wieder gelehrt wird. Dass die Kinder gelehrt wird, gehorsam sind. Dass die Arbeiter werden, abrichtig sind mit der Arbeit. Und dass das alles, was recht getan wird. Wir brauchen Männer, die das wiederbringen. Und dann in Vers 4 sagt er, bet Gott daran, dass ich das mag so klar sein, als ich soll. So klar sein, als ich soll. Und andere wird, der dritte Vers beten an, dass was eine Deel opkomt für das Wort Gottes. Er stellt sich nicht im Bild nennen, aber hier sagt er doch, dass ich was kann, dass so klar sein, als es soll. Nicht bloß, als ich das verstehe. Er sagt so klar, als ich das soll sein, dass die Menschen das wollen verstehen können. Und dann, in der 5. Vers, dann kommt da was wir zu tun haben. Und dann sagt er, leef wees für die, die noch nicht zu der Gemeinde gehören. Und dort die Zeit Gott braucht. Leef wees für die noch nicht zu der Gemeinde gehören. Andere wird, die noch nicht zu diesem Glauben von Jesus Christus gehören. Du brauchst das ein fair Leben. Wahre nur die Dinge, die abgenannt werden, wenn das nicht zu sein ist, dass die frühesten Männer und Juden sind, das nicht zu sein ist, dass die Männer die frühest Gott sind, das nicht zu sein ist, dass die Kinder die Älteren gehorsam sind. Wenn das nicht ist, mit was will wir so leben? Was würde dann sein ans Leben? Dann kann keiner nicht sich nur ans Rechten, dass sie wollen ans herangehen. Das ist die Tante, die ich an. Somebody follows us. Somebody kommt ans heran. Go wie Jesus heran. Lebt abrichtig für die, die noch nicht im Glauben sind. Und dann sagt er, und braucht die Zeit. Und diese Zeit, wo wir nun sind. Menschen, die kicken uns, die beobachten uns, die sind neugierig. Jeder einer will ein Tag für Gott bestehen können. Dort ist in jedem einzigen Hort Band.
Jeder eine hat das Fleisch mit, was so vielmals auflenken will, was uns auflenken will, was uns unerzwingen leiden will. Mir jankert nicht gehorsam zu sein, es mir interessiert doch nicht, was Mama gesagt hat. Oder ich bin zu drog, ich konnte von der nicht, ich konnte von der nicht so viel Zeit sparen, als ich soll. Oder ich bin abgerecht geworden in die Dinge an rechten Ton, oder was immer das ist. Dort ist Schulden. Paulus versucht, die Kirche das hier zu lehren. Diese Dinge, die werden nur gekickt worden, die werden checken, als wir können auch. Es sich das lohnt, jünd heranzugehen. Saß der Pfarrer sagt, jünd Reden soll immer leiftulich und interessant sein. Bei mir jünd in jedem so zu antworten, dass es für arm gut ist. Das soll uns anstrengend sein. Das soll uns Ziel sein, ein Mensch antworten geben, so dass das Wort gut sein für arm und nicht bloß für nu. Wir können manchmal hastig eine Antwort geben, und das wird für nu vielleicht auch gut sein, aber wenn sie ans Leben wollen betrachten, beobachten, dann kann es aber nicht gut sein. Leefweise für die Menschen, die noch segend sind, dass sie das wollen sein können. Und dann in der 7. Vers fängt er an mit Größe, Menschen zu grüßen. Und dann das ich weiß nicht mehr, was kann wir alles lernen von das. Aber dann fange ich auf einmal an, diese Männer zu beobachten, was hier abgenannt sind, was hier größer sind, was der abgeht. Und ich will versuchen, some von dort abzunehmen. Er hat uns hier nu gelehrt, gesagt, was abgeht ist für ein glückliches christliches Leben. Und dann fängt er an, den Brief zu eng zu merken, und dann sagt er, waarop met mij staat, wat Tychicus, de lieve broeder en truie deiner en metknecht am Herrn junt alles vertalen. So wer als Tychicus, der ist mit Paulus top gereist, hij weer die wat ook Onesimus halten, die trainen zijn weer te komen. Onesimus weer die wat van zijn weer Philemon weer weggerand. En Tychicus en Paulus, die halten Onesimus drei nur zijn weer te komen, dat hij doet wat hij kan schaffen. Wat immer, Tychicus wie einer, wat zich doet aan Kammern deed, dat dit raar schaffen deed. Paulus sagt, dat die wordt ook nog meer dingen vertalen, waar dat krijgt alle Stunden. Zo'n andere weer, Tychicus wie einer van die, wat den Brief metnam naar Kolosser. En dan zegt het in 8. vers, den check ik jullie aan, dat je weten kennen, wo ons dat hier gaat, en om jullie harten op te munteren. Zo'n andere weer, hier kunnen we hier, dat des Tychicus wie einer, wat nog verstand andere mensen moet merken. Hij wie einer, wat kunnen mensen helpen. Wie kan het zijn dat hij zag ook doen, dat mens wat er weggerand weer, door dingen traggesteld in Ordnung geschaffen, dat er waar terug kon. Hij wie een port van dort, en zo hij wie ook einer van die wat de mensen kunnen opmunteren. 9. vers, hij kwam met onze leven en truien broeder Onesimus toe, der einer van junt is, die waren junt alles vertalen wat het hier staat. So Onesimus wie hier ook met de Tychicus toe. En dan is Aristarchus, die hier met mij toe als gevangene is. So das hadden we met Paulus toe im Gefängnis. Der bestalt te reizen. En zo Markus, Barnabas zijn Führer, junt erst al gezegd worden, wanneer nu junt kamp, neemt hem vriendelijk op. So dat zijn mensen wat met Paulus te doen had en wat am wichtig weer dat anderen ervaren kunnen. Wees hij al deze mannen dat weer een mannen die op de hij zich verloren kunnen, die am houden zijn en zijn arbeid. En dan in vers 11 zegt het, en Jezus, den zij Justus naamden, bestalt ook allen te reizen. Dit zijn de einzige Juden, die met mij toe voor God zijn rijk arbeiden en die zijn voor mij een troost geweest. En dan, de nächste is het Epaphras.
dass wir kriegen, der was die Kirche gegründet hat, vielleicht sogar der Lehrer wie für kolossische Kirche, sagt, einer von jünt und ein deiner für Christus Jesus bestellt jünt zu reisen. Hij wird ook met Paulus top. En zijn gebeden kämpfte immer weiter für jünt, dass die mochten vollgewassen im Glauben stehen und in alles gehorsam zu Gott sein wollen leben. Die Menschen, die gebetsvoll hängen andere Stunden tun. Sie werden am zu tun, sie können vielleicht nicht gleich mehr sein, aber im Glauben, im Gebet werden sie bei der Kirche. Sie werden durch, dass die Kirche was bestehen. Die Dinge, die sich reindeuten, dass Menschen anfangen zu zweifeln, dass Jesus der Radar wird. Als dan niet bloß een guter Mensch wie oder wat andere religions van Jesus predigen. Du reis ik something. Dis Epaphras wie einer von die wat op knieën voor God wie. En mocht ze jaren dat de mensen door in de kerk worden kan bestaan blijven. Ze worden verstaan kan wat God zijn willen is. En dan in het 13e vers. Ik zei van hem dat hij am junt en die in Laodicea en Hierapolis sehr besorgt ist. Ein Mann wird sein Hart für andere Menschen geben. Er wird nicht schwierig, was es geht, und er gefreut und er versucht mitzuhalten, so gut es er kann. Wenn er wieder aufhört, dann wird ein Ding, was er sagt, und dort wir beten. Und das ist auch, was wir können für andere im Gebet durch sein. Und dann ist der 14. Vers, sagt er, ans lieber Freund Lukas, der Doktor, und Demas bestellen jünt zu reisen. Demas, wie hier noch mit Paulus taub, und wenn wir andere Schriftstellen lesen, dann hier wird dort, Demas hat die Welt lief gewonnen. Der kommt vom Glauben weg. Der verleiht Paulus durch, auf eine Weg, wo Paulus traurig mehr an der. Er verleiht durch. Some Schriften sagen, das ist bloß der Weg gefahren, und das Wort, und some sagen, hat die Welt live gewonnen. Wort dann kriegt erst weit wenig, aber Paulus wird besorgt an diesem Mann. Der wird so verloren, dass andere traurig merken. Dann grüßt die Brüder in Laodicea, grüßt Nympha in der Gemeinde in ihr Haus. So, Paulus, met dat wat hij rangereisd weer, had hij veel mensen kennengelernt. En dan ligt het aan de Kolossische Kerk dat met te delen. Mir ligt het aan die mensen, zijn die nog im Glauben mutig? Leven die nog naar deze ordnungen wat ik in het verhaal geleerd heb? Ik had het fresh abgeschreven, dood is de zaken zodat je kan in het lekker leven leven. En hier is een gemeente en een geleerde huis, kan zijn een kleine groep en hij denkt aan dat hij ook worden kan wiederkomen en worden kan bestaan im Glauben. 16 vers, wanneer juntes brief eerst vergelezen worden is, dan zijt u nu dat hij ook aan de gemeente in Laodicea vergelezen wordt, en dan zijt u nu dat je ook den van Laodicea lezen worden. So, brief exchange. So, de brief naar Laodicea, ik kijk nog af, hoe is de brief? En der Brief ist nicht in der Bibel angekommen. Some sagen, das ist verloren gegangen. Wort du kriegst geschrieben, das weiß keiner nicht. Aber some schreiben, glauben, dass was ein similar Brief sind, dann der Epheserbrief, kriegt das Kolosserbrief, die waren nur übereingewaschen. Und dann in der 17. Vers sagt es, sei den Archippus. Sei du nur, dass du das Werk verrichten darfst, das du im Herrn gekriegt hast. Archippus, ich habe den nicht abgekickt, was er kriegt, alles wir, was er kriegt von einer Person wir. Aber hier sei wir dort, die haben ein Werk vom Herrn gekriegt. Und Paulus sagt im Muttersprechen, sei du nur, dass du das auch was tun, was Gott dir abgegeben hat. Er hat die angestellt und Paulus der Muttersprechen. Dann sei du nur, dass du Arbeit auch was tun wollen, was du gekriegt hast. Dass du nicht was hängerstellig blieben. Das ist vom Herrn und dass du das was kannst tun. 18. Vers. Und ich, Paulus, schrieb diesen Gruß mit meiner eigenen Hand. Denkt an mich im Gefängnis, möchte Genot mit ihnen sein. Als ich
dit is de lijn kijken dat en nu denken dat en dan studeer door bij een raam. Dan vroeg ik mezelf, wanneer ik nu word in gevangenis zetten, wat wordt dat aan mij doen? Wat word ik door doen? Word ik dit moed gaan wat Paulus had, of word ik door zetten en treurig zijn, oh, waarom moet ik hier zijn? Paulus, hij dacht niet aan dat wat hij doet, hoe hij wil. Hij dacht aan de mensen, wat kan ik doen om hen te helpen? Wat kan ik doen dat die worden kunnen verstaan wat een christelijk leven is? Er zijn bedingingen bij. Dat is anders nu met ons, dat we nu in Christus leven, dan dat vorher we in Christus weer. Wat kan ik doen? Hij zat er niet in gerebel, waar ik eruit kan, wanneer ik nog maar los kan. Dat is niet waar hij zich dat met schwaar merken deed. Waar hij zich met schwaar merken deed, dat hij de mensen wordt kan moeten spreken, zoveel als mogelijk. En eindelijk kan een hulp zijn, even wanneer hij in gevangenis weer. En dat is mijn wens en gebed voor ons. We kunnen niet alle weit af of 6 uur zijn, maar we kunnen wat doen dat de nächste kan geholpen worden. En van 6 niet, bloos bij de principles leven wat God zijn woord ons leren deed. Dan worden ze ons beobachten en wanneer ze ons herankomen, dan worden ze Jezus treffen. We gaan hem getroffen. We volgen aan. Ons gaat het zijn Jezus herangaan. Ons gaat het zijn voor Jezus te leven. En wanneer ze ons beobachten, dan worden ze ook de hand treffen. Dat is mijn wens en gebed. We hebben afstand te beden, wordt passend is. Voor in Himmel, we danken die van de waar verdiend wordt. We danken die voor zo'n man als Paulus, die ons heeft veel dingen denken geholpen. En immer wanneer we dat lezen, ons de aanloten, kunnen we ons toe en erbuien. Voor we zijn dankbaar voor die wunderbare Führung, wat u mensen hast laten durchgaan, omdat we van jou kan daarvan gezegend worden en genannt tragen. En ik bid nu ook van jou, dat u was met een iedereen zender hier is, was u iedereen een zijn dag zegenen en vullen met lief voor de nächsten en wat kan een zegen zijn voor de omgeving, waar ze die trafen doen. Voeren ik vraag ook dat u was durch deze werk met de school zijn, en teachers zegenen en wijsheid geven, dat zij kan door die wel leven en de kinderen in de school ook helpen en leren. En zo bid ik ook voor de government en voor de omgeving waar we wonen en dat die noemen wat kan verherrlicht worden, waar mensen ons beobachten, dat ze die worden kan zijn en ons voeren. Dat is mijn verlangen. Mocht u ons sterken en genade en wijsheid geven in Jezus' naam. Amen.